Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktienindex GDXJ steigt weiter. Disclaimer. Goldaktienindex GDXJ steigt weiter. In den letzten 4 Tagen gab es einen schnellen Anstieg. Heute erreichte der GDXJ mit 4,45% Anstieg einen 3-Monats-Hoch. Damit besteht die Chance, dass der Boden verlassen wird, der seit 4 Monaten bestand. Sehen Sie unten das umrandete Rechteck. Bei dieser Dynamik kann die obere blaue Trendlinie, siehe blauer Pfeil oben, in 1 bis 2 Wochen bereits erreicht werden. Aber entscheidend wird sein, dass die Abwärtsbewegung gestoppt wurde und ein langer Aufwärtstrend bevorsteht. Ab jetzt müssen Investoren erkennen, dass sie den Einstieg nicht verpassen dürfen. Fear of Missing Out, FOMO. Zwar sind Goldaktien noch günstig im Vergleich zu den letzten Hoch, aber wir wissen, wie schnell sie wieder steigen können. Gold stieg heute über $1.700 und durchbrach eine Abwärtslinie. Silber stieg über 21,50 Dollar und die besten Voraussetzungen für das sind beste Voraussetzungen für weiter steigende Goldaktienkurse. Ja, das ist so. Sie sind sozusagen in der Zündungsphase, die Goldaktien. Heute waren viele Gold-Penny-Stocks zu beobachten, die vielleicht vor einiger Zeit noch bei 4, 5, 6 Cent, die jetzt 6, 7 gekonnt. Wie schnell sind die auf 10 Cent? Wie schnell dann auf 20 Cent und auch wenn dann Gold Richtung 2000 geht, auf 1 Dollar und dann in den Mehr-Dollar-Bereich. Das ist der Haupthebel. Das große Geld verdienen, die Veränderungen finden jetzt statt. Die meisten werden erst über Gold 2300 oder sonst was auf Goldaktien aufmerksam kommen, dass sie sich dann einreden, Goldaktien sind ja ein Hebel auf auf steigenden Goldpreis. Aber das ist mitnichten so. Das große Geld wird jetzt gemacht, weil diese Goldaktien quasi von den Halbtoten oder Toten aufwachen und das bringt extra über große Bewertungspotenziale. Das heißt, jetzt sehen wir die Anstiege um das Zehnfache. Es wird danach noch weiter steigen, aber nicht mehr, sage ich mal, mit diesem Vervielfältigungsfaktor. Also es ist eine äußerst interessante Zeit, wenn jetzt tatsächlich Gold in den nächsten 6 bis 9 Monaten Richtung 2300 und Silber über 50 steigt, haben wir eine volle, massive Goldaktien-Rallye. Dann werden sich viele Penny-Stocks, sage ich mal, in den 1-Dollar-Bereich bewegt haben und mehr-Dollar-Bereich. Also viele Verzwanzigfachung oder mehr wird es geben. Schauen Sie sich diese Goldaktien an. Es sind viele Penny Stocks ausgebrochen. Für die Subscriber im versteckten Links, die dick markierten, einfach nochmal angucken. Da gibt es viele Ausbrüche zu beobachten. Man kommt kaum hinterher, das nachzupflegen. Also Sie sollten die Chance nicht verpassen. Das Interessante ist an dieser Zeit, dass man die Gewinner eigentlich mehr und mehr sieht. Das sehen Sie dann auch jetzt, diese Goldaktien, die jetzt weiter performen und aussteigen, die sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei Gold 2000 und darüber hinaus die großen Gewinner. Also verpassen Sie diese Situation nicht. Und ist im Grunde genommen ja auch jetzt mit der Goldpreisanstieg auch eingetreten. Viele hatten ja noch erwartet, dass Gold auf 1200, 1400 fällt. Darum geht es jetzt schon lange nicht mehr. Schon mit diesem Rebound jetzt denkt eigentlich jetzt jeder schon, wann durchschlägt Gold 2000 Dollar. Also ich denke mal, damit ist die Wende bei Gold tatsächlich geschafft. Viele Goldaktien stoppen ihren Abwärtstrend, haben sich teilweise schon verdoppelt und verdreifacht. Und das ist absolut erst der Anfang, weil sie auf dem absoluten Allzeittief sind. Das smarte Money beginnt erst reinzufließen, dann gefolgt von dem großen Geld und dann von der breiten Masse. Das ist eine der größten Chancen, die wir jetzt haben, die steigenden Goldaktien. Das wird im Prinzip jede Dimension aus meiner Sicht sperren, weil es ähm, ein finanzielles Event halten. Das ist nicht einfach so eine rohstoffzyklische Bewegung. Es ist Angst um die Stabilität der Währung. Es sind diese vielen gedruckten Geldmassen, die so langsam andere Sektoren verlassen und in diese Sektoren reinfließen. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass im Jahr 1980 26% aller Anlagen in Gold oder Gold
bezogenen Assets war. 26% aller weltweiten. Und im Augenblick sind wir es immer noch, jedenfalls auf der letzter Stand, sind wir bei 0,5%. Was das für Goldaktien bedeutet, können Sie sich ja vorstellen. Ja, Kupfer, Gold, Silber, Projektgenerator Australien, 47 Millionen Mark, kanadische Dollar. Marktkapitalisierung, also ein sehr großes Gebiet, 1461 Quadratkilometer, das sich auf die Exploration, Erschließung der Kupfer, Gold, Silber, Gebiete im Stave-Yara-Park und Ararat im westlichen Victoria konzentriert. Das Stave-Projekt befindet sich in einer verwerfungsbedingten Gürtel aus submarinen kalkhaltigen Vulkaniden aus dem Kambrium. Jüngste Bohrabschnitte in der Tiefe auf Cayley Lodge im Südosten deuten darauf hin, dass es nach wie vor erheblichen Spielraum für die Definition einer hochgradigen Mineralisierung besteht, indem die ursprünglichen Mineralressourcen erweitert wird, wie die jüngsten Bohrlöcher. Ja, das ist hier diese ursprüngliche Ressourcenschätzung. Sie sehen es hier mit 1,23% Kupfer, Lograd Gold und Lograd Silber. Und man geht eben davon aus, dass aufgrund der Bohrlöcher, die Sie weiter unten sieht, dass das dann erheblich ausgeweitet werden kann, dass dann eine ganz andere Dimension sozusagen reinkommt. Dort haben wir ja hochgradiges Kupfer hier mit bis zu 7,17%, hochgradiges Gold bis zu 30 Gramm pro Tonne, auch 52 Gramm pro Tonne. Silber sind dabei auf 430 Meter. Und ich denke mal, bei diesem großen Gebiet und bei diesen potenziellen Bohrergebnissen hat das Unternehmen meiner Meinung nach viel Potenzial. Aber auch hat es seine ganzen Gewinne seit hier 2019, seit 2020 komplett wieder abgegeben, hat aber auch meines Erachtens den Boden erreicht. Also wenn Sie Projekte interessant finden, die insbesondere Kupferprojekte, SPY-Projekte sind eben Gold und Silber. Ist das sicherlich ein Unternehmen, das man sich mal angucken kann. Sicherlich ist es nach wie vor auch hohes Risiko, aber die Jurisdiction mit Australien ist ganz gut und ich denke mal, haben eine gute Bewertung erreicht, so dass das, sage ich mal, sicherlich mal interessantes Unternehmen ist. Natürlich wie eh und je ist es hier keine Kaufempfehlung. Ich wollte Ihnen einfach mal aufzeigen, wie tief diese Unternehmer, diese Kupferprojekte mit guten Ressourcen eigentlich und großem Gebiet, im sicheren Rechtsgebiet bewertet sind. Aber so genauso ist natürlich dann auch, wenn der Markt sich dreht und wir hatten ja in den letzten Tagen auch gesagt, dass Kupfer sich verdoppeln oder verdreifachen kann in den nächsten Monaten oder Jahren, könnte das sicherlich eine Aktie sein, die davon profitieren könnte. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Wir haben hier diese Zahlen entdeckt, die es offensichtlich in den 70er Jahren gegeben hat, von 15, 20 Cent auf 15, 20, 30 Dollar. Das heißt, es hat Situationen gegeben, wo man aus 1000 Dollar hätte eine Viertelmillion machen können. Ich meine, das gibt es immer wieder im Goldaktienbereich. Zuletzt gab es das bei Great Bear Resources von 2016 bis 2020. Die stieg von 5 Cent auf 30 Dollar, das ist ja eine ähnliche Bewegung. Das ist im Grunde genommen ein 600-Bäcker gewesen. Und das heißt, aus 1000 Dollar Investitionssumme wären 600.000 gekommen. Klar, es ist ungeheuer schwer, diese Aktien zu finden. Aber wenn wir allerdings wie in den 70er Jahren richtig nachhaltigen, dauerhaften, also dauerhaft meine ich denn auch wirklich 6 bis 9 Monate Goldbullenmarkt kommen, wo wir strategisch dann über 2000 steigen, kann es natürlich sein, dass eine Goldaktie möglicherweise in ähnliche Richtung performt. Das gibt es natürlich nicht mit Vorhersage, sonst das wäre zu leicht, sondern man kann sich denen annähern. Man kauft einfach Gold- und Silberaktien mit großen Ressourcen, die im Grunde genommen die Story bereithalten, wo nachher vielleicht die großen Investoren sozusagen drauf stehen. Also die stehen auf sehr große Ressourcen, hochgradiges Metall, Erweiterungspotenzial, Explorationspotenzial und gutes Management etc. Und das kann besonders nachher in der fortgeschrittenen Phase des Goldbullmarktes können dadurch die Goldaktien absurde Bewegung haben, wie ich sie gerade zitiert habe, wie Sie hier sehen. Weiß ich nicht, ob wir sowas erreichen, aber vielleicht geht es zumindest teilweise in diese Richtung, was auch mehr als okay ist dann für unsere Resultate.
Ja, 1000-Bäcker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, gleichzeitig zu separieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung mache ich Ihnen auch gern fertig. Finden Sie alles verlinkt unten im YouTube-Video. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist ein Unternehmen, das sollte man vielleicht schon bei der Hand haben. Sie sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Sie lagern das zollfrei in der Schweiz ein. Sie haben keine Mindestinvestitionssumme, also Sie kriegen quasi ein Metallkonto da. Sie überweisen etwas und es wird Ihnen gut geschrieben. Genauso leicht ist der Verkauf. Das ist dann eine Alternative, wenn Sie vielleicht beim Edelmetallhändler mit langen Schlangen konfrontiert sind und vielleicht Abgabenmengen oder auch einfach zu hohe Preise. Die hier sind ganz gering über Spot. Die haben einer der günstigsten, wie mehrere Kunden das auch bestätigt haben, von denen die günstigsten Preise am Markt. Ich meine, aber in erster Linie gefällt mir es, dass es einfach ein Werkzeug ist, deren vielleicht in einer nervenaufreibenden Zeit, wo man vielleicht seine Goldaktiengewinne dann sozusagen versilbern will, doch mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Und wenn man dann sowas bei der Hand hat und kann es abwickeln, ist das ungeheuer beruhigend und kann sich gut darauf vorbereiten. Also sicherlich mal ein Blick wert. Preisvergleich, ja, bevor Sie generell kaufen, immer auf diese Preisvergleichsportale wie gold.de gehen. Dann weitere Informationen, mit welchem Broker kann man arbeiten, welchen Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz und Liechtenstein anlagern, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen. Goldaktien, Goldratio, Buch über Goldaktienbewertung, ja, Diskussionsportale wie COCA. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, schreiben Sie mir einfach eine Mail oder rufen Sie mich an. Ich würde Sie dann, sobald es mir zeitlich möglich ist, Sie zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch die Glocke betätigen, damit Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.